Wir sind immer noch im Urlaub in Thailand. Seit 3 Jahren ist es unser erster Urlaub hier. Unser Sohn geht ja in Mayapur zur Schule und jetzt hat er für 2 Wochen Urlaub. Und da Indien nicht sehr weit weg ist von Thailand, dachten wir machen mal einen Strandurlaub. Seit langem mal wieder. Und deswegen befinden wir uns hier am wunderschönen Strand in Thailand. Ozean. Und zum Ozean gibt es sehr viele Geschichten. Und ich möchte heute die Geschichte erzählen, warum Jagannath so aussieht, wie Jagannath aussieht. Intro. Als Krishna in Dwaraka lebte, mit seinen vielen Königinnen, dann passierte es manchmal, dass er sich im Schlaf hin und her wälzte und die Namen seiner Kuhhirtenfreunde rief. Madhumangal, Subal. Oder auch von seinen Kühen oder von den Gopis. Und die Königinnen fragten sich immer, was war denn nur damals in Vrindavan? Krishna im Schlaf spricht er manchmal und was war denn damals los? Eines Tages kam Rohini zu Besuch, die Mutter von Balaram. Und sie war ja damals dabei in Vrindavan und hat alles miterlebt. Und die Königinnen fragten Rohini, kannst du uns bitte erzählen, was... Das regnet ganz schön dolle. Das regnet ganz schön dolle. Okay, also es fängt hier an zu stark zu regnen. Darum gehen wir besser wieder zu unserem Zimmer zurück. Bleibt dran, Fortsetzung folgt. Und dann Bob? Eines Tages kam Rohini zu Besuch. Rohini ist die Mutter von Balaram. Und sie war damals dabei, als Krishna seine Kindheit in Vrindavan verbrachte. Und die Königinnen kamen auf sie zu und fragten, Rohini, Königin Rohini, kannst du uns bitte berichten, was damals in Vrindavan geschehen ist? Es sieht so aus, als ob Krishna große Sehnsucht nach Vrindavan hat. Rohini sagte, ja, okay, ihr könnt gerne in meinen Palast kommen, aber Krishna und Balaram dürfen nicht dabei sein. Wenn sie hören, was ich erzähle, dann ist es nicht gut. Dann wird etwas geschehen, nicht gut. Also sie sollten nicht dabei sein. Okay? Dachten die Königinnen, dann warten wir mal einen günstigen Zeitpunkt ab, wenn Krishna und Balaram nicht da sind. Eines Tages gingen Krishna und Balaram zu ihrer Versammlungshalle, um dort einige Versammlungen abzuhalten. Und nun war der Zeitpunkt gekommen. Die Königinnen gingen zu Rohini und fragten sie, Rohini, Krishna und Balaram sind nun nicht da. Kannst du uns von Vrindavan erzählen? Und Rohini begann zu erzählen. Doch bevor sie zu erzählen begann, sagte sie, Subhadra, bitte stehe Wache draußen, dass du uns warnst, wenn Krishna und Balaram kommen, dann höre ich auf zu erzählen. Okay. Subhadra stellte sich nun also vor die Tür von Rohinis Gemächern und Rohini begann drinnen die Geschichten von Vrindavan zu erzählen. Sie erzählte, wie Krishna die Herzen der Gopis stahl, indem er ihre Butter klaute. Sie erzählte, wie Krishna als kleiner Junge mit den Kälbern in den Wald gegangen ist und wie er abends mit allen seinen Freunden und den Kälbern wieder zurückkam und sie ihre Abenteuer des Tages erzählten, wie sie die Dämonen getötet hatten und wie sie gespielt hatten und wie freudig die Gopis auf Krishna und die Kuhhirten warteten. Sie erzählte all die süßen Kindheitsgeschichten von Krishnas Kindheit. Subhadra, die draußen an der Tür stand, wollte natürlich auch die Geschichten hören. Und so lauschte sie an der Tür. Sie presste ihr Ohr an die Tür und lauschte, was drinnen erzählt wird. Als sie die Geschichten hörte, wurden ihre Augen immer größer. Ihre Gliedmaßen
begannen sich in den Körper einzuziehen und sie nahm die Form einer totalen Ekstase an. Sie hatte große Augen und stand mit eingezogenen Gliedmaßen an der Tür und hörte die Geschichten von Krishna in Vrindavan. Und so bekam sie gar nicht mit, dass Krishna und Balaram zurückgekommen waren. Sie hatten nämlich gespürt, dass irgendetwas im Gange war und hatten ihre Versammlung verlassen und waren zum Palast von Rohini gegangen. Dort fanden sie nun Subhadra an der Tür in einer total in Ekstase geratenen Form. Die Augen weit, die Gliedmaßen zurückgezogen. Und sie sagten, oh, was geht denn da drinnen vor? Subhadra bekam nicht mit, dass sich Krishna und Balaram neben sie gestellt hatten und nun auch an der Tür lauschten. Nun hörten auch Krishna und Balaram die Kindheitsgeschichten aus Vrindavan. Und in Erinnerungen schwelgend wurden ihre Augen immer größer und größer und auch ihre Gliedmaßen zogen sich zurück. Und sie hörten voller Freude die Geschichten von Vrindavan. Und so standen sie an der Tür in der Form von Jagannath, Baladev und Subhadra, so wie wir sie heute kennen, mit riesengroßen Augen und zurückgezogenen Gliedmaßen. Sie standen an der Tür und hörten. In diesem Moment kam Narada Muni vorbei. Über Narada Muni werden wir noch viele Geschichten hören. Da kam Narada Muni vorbei und er sah diese Form. Sofort kam er vor den Herrn, verbeugte sich. Und Krishna kam aus seiner Ekstase zurück, nahm langsam wieder seine menschliche Gestalt an. Und Narada Muni sagte, »O höchster Herr, deine Form habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon so viele Formen von dir gesehen, aber diese Form als Jagannath konnte ich noch nie sehen. Das war das erste Mal, dass ich dich in der Form als Jagannath gesehen habe. Oh, bitte, bitte, lieber Herr, manifestiere dich doch in dieser Form auch auf der Erde, sodass alle Menschen dich in dieser Form sehen können.« Und Krishna gewährte Narada Muni den Wunsch und sagte, okay, es wird eine Zeit kommen, in der ich mich in dieser Form auch auf der Erde manifestiere. Und so nahmen dann Krishna und Balaram wieder ihre menschliche Gestalt an, Subhadra auch. Narada Muni verabschiedete sich und sie waren sehr glücklich gewesen, dass sie die Geschichten aus Vrindavan gehört hatten. Das war das erste Mal, dass Krishna die Form von Jagannath angenommen hat. Und wie er dann sich hier auf der Erde manifestiert hat zum ersten Mal, das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich ein andermal. Es ist auch an einem Ozean passiert, in Jagannath Puri, im Ocean von Jagannath Puri. Diese Geschichte zeigt also, wie sich Krishna, der ja nun in Dwaraka mit seinen Königinnen gelebt hat, welche Sehnsucht er nach Vrindavan hatte. Wenn ihr das nächste Mal eine Form von Jagannath seht, dann könnt ihr euch daran erinnern, wie sich Krishna danach gesehnt hat, nach Vrindavan zu kommen. Und wie auch wir durch diese Geschichten immer mehr die Sehnsucht bekommen können, nach Vrindavan kommen zu wollen, bei Krishna zu sein, in seiner ursprünglichen Form als Kuhhirte. Diese Sehnsucht repräsentiert Jagannath. Und es ist wunderschön, dass wir nun die Möglichkeit haben, Jagannath in dieser Form zu verehren. Er ist hier auf die Erde gekommen und wir können ihn in dieser sehnsuchtsvollen Form verehren. Wir können ihm Gebete darbringen. Wir können ihn bitten, dass auch wir diese Sehnsucht nach Vrindavan eines Tages erreichen können. Also besucht die Radha-Yatras in Deutschland. Es gibt nicht unzählige, es gibt einige. Es gibt Berlin, es gibt Hamburg, es gibt Leipzig, es gibt München, Heidelberg. Viele Radha-Yatras, wo ihr die Möglichkeit habt, Jagannath durch die Straßen zu ziehen. Eine Möglichkeit, Jagannath zu sehen, ist in Berlin. Pilgert nach Berlin, dort könnt ihr Jagannath
täglich sehen im Hare Krishna Tempel von Berlin. Ja, jedes Mal, wenn ihr nun Jagannath seht, denkt an diese Sehnsucht. Und ihr könnt beten, dass auch wir diese Sehnsucht erlangen. Hare Krishna.